Wir wollten eine Ausstellung zeigen, Mennoniten in der DDR, und zwar beim Gemeindetag. Jetzt ist alles anders gekommen. Hallo, wir sind Ronald und Bertrand Koch aus Magdeburg. Wir sind in der Mennonitengemeinde der DDR gewesen von ca. 1970 bei Waltraud und ich ab 1973 und haben dort aktiv im Vorstand mitgearbeitet, ich jedenfalls. Und wir haben uns oft mit den Freizeiten beschäftigt dort, wir haben die mit organisiert und haben nach dem Ausscheiden von Onkel Walter engen Kontakt mit der damaligen süddeutschen Jugendgruppe gehabt, mit Andrea Langer, die dann mehrmals in den Jahren kam und den Kontakt aufrechtgehalten hat. Wir wünschen allen, dass das Treffen unter diesen Umständen jetzt stattfinden kann und vor allen Dingen sind wir in Gedanken und Gebet bei euch. Als ich hier von 1997 bis 2002 Pastor war, da ist mir aufgefallen, die Geschichte der Geschwister aus der DDR ist noch nicht erzählt. Das möchte ich jetzt mit dieser Ausstellung und mit dem Buch nachholen. Wir sind hier im Mennoheim in Berlin. Das war von 1952 bis 1961 das gemeinsame Heim für die Geschwister im Westen und im Osten, in West-Berlin und in der DDR. Dann kam die Mauer. Danach entwickelte sich die Geschichte im Osten anders und erst 1989 konnte sie wieder zusammenwachsen. Und diese Geschichte von 1945 bis 1990, die wollen wir in unserer Ausstellung und im Buch zur Ausstellung erzählen. Und in diesem Gästebuch sind ganz viele, vor allen Dingen aus Nordamerika, Gäste, die hier lebten, die hier arbeiteten, die mit Foto, die meisten sogar mit Foto hier eben drin sind. Es war mir eine große Freude, das schöne Heim der Mennonitengemeinde Berlin kennenzulernen. Viel Segen ist in diesen Räumen schon gestiftet worden, so manch Träne getrocknet. Möge es in Zukunft so bleiben. Gott segne Gemeinde, Vorstand und Predigergemeinde. Also hier im Osten, in der DDR, im Berlin-Ost oder Hauptstadt der DDR, da war in der Schwederstraße im Prenzlauer Berg oder ist immer noch das Haus der Familie Janssen und immer in der Zeit, wenn sie mit kleinen Gruppen zusammen waren, Jugendgruppen oder auch sonst, trafen sie sich in diesem Haus in der Schwederstraße 262. Und wenn eine größere Versammlung war, Gottesdienste und Gemeindeversammlungen, die fanden in Friedrichshain statt. Das ist in einer evangelischen Kirche namens Pfingst. Immer wenn wir Fotos aus der DDR finden und dann drauf schauen und sehen dieses eine Bild, nämlich Jesus und der Fischfang dargestellt in einem großen Gemälde, dann wissen wir genau, wo das Foto aufgenommen wurde, nämlich im Gemeindesaal der evangelisch-lutherischen Gemeinde Pfingst. Hier haben wir das Ehepaar Götzke. Sie sind für die DDR-Geschichte ganz wichtig, denn sie waren die ersten, der Bruno Götzke war der erste Reiseprediger in der DDR von 1949 bis 1953. Das ist einer der Stühle aus der DDR, wo die Gemeinde sich versammelt hat, wo sie drauf gesessen hat. Wir haben sie hier ins Mennoheim gebracht und haben sie restauriert Anfang der 90er Jahre. Und so ist auch wieder ein Stück der Gemeindegeschichte hier zusammengewachsen. Bei einem meiner vielen Interviews gab mir Herr Rawolle diesen besonderen Sack vom MCC, verbunden mit der ganzen Welt. Er hat ihn in den 50er Jahren in der Familie bekommen, voll mit Lebensmitteln, und sie brachten ihn unter großen Umständen vom Westen in den Osten, wo sie wohnten. Und jetzt hat er ihn zurückgebracht, damit wir ihn zeigen können. Frieden, ein Bild, das für die DDR-Gemeinde und auch für den Staat der DDR wichtig war, allerdings sehr unterschiedlich ausgedrückt. Jetzt hoffen wir, dass wir euch ein bisschen neugierig gemacht haben und wir sehen uns hoffentlich im Oktober in Hamburg in der Mennonitengemeinde. Vom 2. bis 12. Oktober wird da dieses Jahr die Ausstellung gezeigt oder eben nächstes Jahr in Berlin, Amsterdam oder wo auch immer wir die zeigen werden.